Herzlich willkommen zu einem Video der Baum- und Rebschlussschreiber. Das Differenzieren zwischen Blütenknospen und Holzknospen, das ist was ganz Wichtiges beim Obstbaumschnitt und deswegen schauen wir uns jetzt gemeinsam an, wie unterscheidet man Blütenknospen, aus denen Blüten und Früchte entstehen, und wie erkennt man Holzknospen, aus denen neue Triebe wachsen. Viel Spaß beim Video! Um eins zu Beginn des Videos gleich mal klarzustellen: Die Wörter Holzknospe und Blattknospe, die werden synonym verwendet. Bei uns spricht man eher von Holzknospen, in vielen Regionen Deutschlands wird das Wort Blattknospe häufiger verwendet. Gemeint ist dasselbe, eine Knospe, aus der ein neuer Trieb entstehen kann. Im Gegensatz dazu haben wir auch Blütenknospen an unseren Bäumen, hoffentlich zumindest. Aus diesen entstehen Blüten und in weiterer Folge auch unsere Früchte. Man hat also die generativen Knospen, die Blütenknospen, aus denen Früchte entstehen, und die vegetativen Knospen, die Holz- oder Blattknospen, aus denen Triebe wachsen. Wo sich die Blütenknospen am Baum befinden, das ist jetzt aber zwischen den einzelnen Obstarten stark unterschiedlich. Man muss hier schon mal zwischen Kernobst und Steinobst unterscheiden. Kernobst, vor allem Apfel, Birne und auch noch weitere Obstarten, Steinobst, Zwetschge, Kirsche oder Marille. Hier stehe ich beispielsweise vor einem Apfelbaum. Und wenn ich mir hier das einjährige Holz anschaue, das beginnt hier bei meiner linken Hand und geht hier bis zur Spitze. Diese 15 cm sind im heurigen Jahr gewachsen und ich habe hier seitlich lauter spitze anliegende Knospen. Das sind die Holzknospen beim Apfel. Hier vorne terminal, da habe ich eine dicke, fette, eher rundliche Knospe. Das ist die Blütenknospe. Und so kann man beim Kernobst allgemein sagen, dass es lateral eher Holzknospen bildet und terminal eher Blütenknospen. Lateral heißt also seitlich am Trieb, terminal heißt am Ende des Triebes. Beim Steinobst, da ist es genau umgekehrt. Der Steinobst hat eher lateral, sprich seitlich die Blütenknospen, und terminal am Ende hat man meistens eine Holzknospe, an der neues Triebwachstum entsteht. Jetzt ist es so, dass man das vor allem für den Kurztrieb so sagen kann. Am Langtrieb sind Bäume deutlich weniger fruchtbar als an den kurzen Trieben. Hier habe ich einen einjährigen Zuwachs von 15 cm gehabt. Ist eindeutig ein Kurztrieb. Alles, was länger ist wie ein halber Meter, die haben tendenziell weniger Blütenknospen, deutlich weniger Blütenknospen und wachsen kräftiger. Merkt euch also, beim Kernobst befinden sich die Blütenknospen eher am Triebende, beim Steinobst eher seitlich am Trieb. Und das, was ich jetzt gesagt habe, gilt vor allem für den einjährigen Trieb. Wie schaut es jetzt aber am mehrjährigen Holz aus? Ich habe mir jetzt hier schon etwas vorbereitet. Hier dieser Bereich, der untere, das ist ein zweijähriger Ast, und hier oben habe ich den einjährigen Neutrieb des vergangenen Jahres. Das kann man auch hier schön am Ring erkennen. Das zweijährige Holz hier wurde im vergangenen Jahr nicht angeschnitten. Wir haben hier keine Schnittstelle. Und was ist passiert? Es hat sich hier mit ganz vielen kurzen Spießen garniert, und an diesen 2 cm Spießen haben wir vorne eine dicke, fette Blütenknospe. Hier auch ein 2 cm Spieß, vorne eine dicke, fette Blütenknospe. Dieses zweijährige Holz hier, das im vergangenen Jahr nicht angeschnitten wurde, das ist enorm fruchtbar und hat ein hohes Potenzial, im nächsten Jahr viele Früchte zu tragen. Hier haben wir jetzt den einjährigen Teil und hier haben wir seitlich eher flachere, spitzere, anliegende Knospen. Hier sind der Großteil davon Holzknospen, und ganz oben haben wir wieder die dicke, fette Blütenknospe. Man kann auch generell sagen, bei fast allen Obstarten, dass spitze Knospen, auch oftmals anliegende Knospen, tendenziell eher Holzknospen sind und rundliche, fettere, eher abstehende Knospen tendenziell eher Blütenknospen sind. Was passiert jetzt, wenn man diesen einjährigen Teil hier einkürzt? Er würde hier unten mit neuem, kräftigerem Wachstum
reagieren, das tendenziell weniger fruchtbar ist. Wenn man diesen Teil hier jetzt unbeschnitten belässt, dann garniert er sich, so wie hier der untere zweijährige Teil, im nächsten Jahr auch mit diesen vielen kurzen Spießen und wird fruchtbar. Hier bei diesem Baum haben wir beispielsweise auch hier einen einjährigen Trieb und hier einen einjährigen Trieb. Und die stehen jetzt relativ aufrecht hier im Baum, sind aber keine Langtriebe, das werden ungefähr 30 cm sein. Wir haben auch hier oben eine dicke, fette Blütenknospe. Wenn wir diese Triebe hier jetzt einkürzen, dann regen wir neues, kräftiges Wachstum an und der Baum wird weniger fruchtbar sein. Wir haben ihm ja vorne die Blütenknospen entfernt. Leider werden jetzt solche Triebe hier oftmals mit Wasserschossen verwechselt, weil sie aufrecht im Baum stehen. Das sind aber ganz normale, einjährige Triebe. Sie haben hier eine fruchtbare Blütenknospe am Ende, sind nicht extrem mastig, geilig gewachsen, sondern haben ein ganz normales Wachstum gehabt und sie entspringen nicht aus dem mehrjährigen Holz. Ein Wasserschoss, der entspringt immer aus einem mehrjährigen Holz, zum Beispiel hier. Und Wasserschosse sind immer eine Reaktion des Baumes, wenn er zu kräftig geschnitten wird oder wenn er zu wenig Früchte im vergangenen Jahr getragen hat. Beides fördert starkes Wachstum. Je stärker ein Baum wächst, desto eher neigt er zur Wasserschossbildung. Also bei solchen einjährigen Trieben aufpassen, auch wenn sie vielleicht etwas aufrecht stehen, nicht immer alles, was aufrecht steht, automatisch wegschneiden. Kurzes Holz, vor allem wenn es kleiner als 20 cm ist, das wird nie ein Problem machen, weil das immer fruchtbar bleibt und niemals im Wachstum explodiert. Wenn man diese einjährigen, zwar aufrechten, aber trotzdem fruchtbaren Triebe belässt, dann kann es so wie hier der Fall sein, der wird wahrscheinlich auch einmal eher aufrecht gestanden sein, hat sich dann aber durchs Fruchtgewicht geneigt und hat hier vorne gleich wieder mit zwei kurzen Spießen sich garniert. Genauso hätten wir das gerne. Hätte man jetzt diesen Ast als einjährigen Trieb hier angeschnitten, dann wären wahrscheinlich 2, 3, vielleicht sogar 4 kräftige Triebe entstanden und der Baum wäre weit weniger fruchtbar. Jetzt bin ich hier zu Birnbäumen gewechselt und bei der Birne ist es genauso wie beim Apfel, ist ja beides Kernobst. Wir haben auch hier am einjährigen Trieb vorne terminal die Blütenknospen, seitlich meist Holzknospen, hier am zweijährigen Teil viele kurze Spieße mit Blütenknospen. Das zweijährige, nicht angeschnittene Holz vom vergangenen Jahr, das ist sehr fruchtbar. Die einjährigen Kurztriebe sind vorne terminal fruchtbar, seitlich Holzknospen. Genauso wie beim Apfel können auch bei der Birne mehrere Blüten aus einer Knospe entstehen. Beim Apfel entstehen im Regelfall aus einer Blütenknospe 5 Blüten. Es können sich also auch 5 Äpfel aus einer Knospe bilden. Bei der Birne sind es oftmals 5 bis 7. Das heißt, so eine Knospe kann in der Theorie bis zu 7 Birnen tragen. Und wir haben ja hier mehrere Blütenknospen sehr eng beieinander am Holz. Wir haben sehr kurze Internodien, also sehr kurze Abstände zwischen den Blütenknospen. Und das heißt, so ein kurzer Trieb ist eigentlich enorm fruchtbar. Es leuchtet jedem ein, dass hier keine 7, 14, 21, 28 Birnen auf diesem kleinen Teil hängen können. In der Theorie aber möglich. Und weil das möglich ist und bei guter Befruchtung hier auch oftmals 8, 10, 12 Birnen angesetzt werden, ist es so wichtig, wenn der Fruchtansatz zu hoch ist, den Baum frühzeitig im Jahr zu entlassen und hier zum Beispiel auf 2 Birnen zu reduzieren. Wer beim Kernobst hohe Erträge erreichen möchte, der darf nicht nur auf die Fruchtzahl schauen, weil ein überbehangener Baum macht zwar viele kleine Früchte, aber trotzdem keinen hohen Ertrag, da kommt man trotzdem nicht auf Kilo und keine Fruchtqualität, sondern man braucht große, gut ernährte Früchte. Wenn die Blüte bei Äpfel oder Birnen rein weiß ist, man also ein schlechtes Blatt-Blüten-Verhältnis hat, dann hat man auch kein Potenzial für hohe Erträge. Schon ab der Blüte beginnt dann auch die Zellteilungsphase und diese ist nur effizient, wenn auch Blätter da sind, die Assimilationsleistung haben, die Photosynthese betreiben können. Eine Kernobstblüte, Apfel und Birnen, die sollte eigentlich immer grün-weiß gemischt sein. Man sollte sowohl Blüten als auch Blätter dran haben.
Jetzt bin ich weitergewandert zum Steinobst und stehe hier vor noch ungeschnittenen Zwetschgenbäumen. Und hier möchte ich euch jetzt mal einen Wasserschoss zeigen. Wasserschosse sind zum Beispiel dieser Trieb oder auch dieser lange kerzengerade Trieb. Man kann hier schon erkennen, dass die Abstände zwischen den Knospen hier deutlich größer sind, also die Internodien sind deutlich größer als bei Kurztrieben. Und man sieht auch hier, man hat hier nur jeweils eine spitze Knospe seitlich am Trieb, wohingegen wir hier am Kurztrieb oftmals sogar Drillingsknospen bei sehr fruchtbaren Sorten haben, mit 2 Blütenknospen außen und einer Holzknospe in der Mitte. Diese Wasserschosse hier sind jetzt aus dem mehrjährigen Holz hier unten entsprungen. So etwas würde ich, wenn ich es erkenne, immer sofort entfernen, werde ich dann jetzt auch gleich machen. Noch besser wäre gewesen, diesen Trieb überhaupt schon noch viel früher im Jahr gleich samt dem Ansatz herauszureißen. Das geht jetzt nicht mehr, wenn er verholzt ist, dafür hätte er noch grün sein müssen. Das wäre im vergangenen Jahr ab Mai, auch Juni, Juli besonders gut möglich gewesen. Diese 1,5 Meter langen kerzengeraden Wasserschosse, die sind für einen guten Baumaufbau, wo wir hier Licht bis ins Innere der Krone hineinbekommen, nicht geeignet. Deswegen diese jetzt entfernen. Wenn man aber einfach nur lange einjährige Triebe hat, wie beispielsweise diesen hier, dann muss man aufpassen. Der ist schon deutlich fruchtbarer, hat hier sogar seitlich auch ab und zu doppelte Blütenknospen oder Knospendrillinge. Bei solchen Trieben muss man dann entscheiden, ob man ihn drin stehen lässt oder wegschneidet. Wenn man einen sehr fruchtbaren Baum hat, kann man auf solche Triebe hier auch gerne verzichten, weil man sowieso hier genügend Zwetschgen hat. Wenn man aber einen Baum hat, der sowieso viel zu kräftig wächst und den man vor allem mit einem hohen Fruchtertrag im Wachstum beruhigen kann, da kann es dann ab und zu sinnvoll sein, sogar solche steilen, einjährigen Triebe im Baum zu belassen. So einen Fall, wo im vergangenen Jahr ein einjähriger aufrechter Trieb belassen wurde, den haben wir hier. Nur dieser vordere Teil, der ist im heurigen Jahr dazugewachsen, nur der ist einjährig. Ab hier haben wir den zweijährigen Teil und dieser zweijährige Teil hat sich hier seitlich wieder mit ganz vielen kurzen Spießen garniert und diese kurzen Spieße haben wiederum hier seitlich eine ganze Menge Blütenknospen. Dieser Ast hier ist jetzt hochgradig fruchtbar, wird viele Blüten in einigen Monaten haben. Hier vorne haben wir nur moderates Wachstum, wieder einen sehr fruchtbaren kurzen Neuzuwachs. Hätten wir hier im vergangenen Jahr den einjährigen aufrechten Trieb in der Hälfte zurückgeschnitten, hätten wir auch hier wieder starkes Wachstum bekommen und wahrscheinlich kaum oder gar keine dieser kurzen Spieße. Nun stehe ich vor Pfirsichbäumen. Und Pfirsichbäume haben die Besonderheit des wahren und des falschen Fruchttriebs. Was meint man jetzt damit? Der wahre Fruchttrieb beim Pfirsich, der hat hier seitlich Drillingsknospen. Das ist der Zustand, den wir uns wünschen beim Pfirsich, weil dann haben wir einerseits Blüten und Früchte im kommenden Jahr und bei der Holzknospe auch wieder neues Triebwachstum. Genauso wollen wir das haben. Es gibt jetzt aber auch mehrere Konstellationen, wie man keinen wahren Fruchttrieb, sondern einen falschen Fruchttrieb bekommt. Und da gibt es jetzt 2 Möglichkeiten. Die erste, wenn ein Trieb zu schwach wächst, ist, dass man hier keine Knospendrillinge mit 2 Blüten und in der Mitte eine Holzknospe hat, sondern hat man nur Blütenknospen. Das ist so ein klassischer Fall, wenn dann Leute zu mir kommen und mir erzählen, dass ihr Pfirsichbaum in den ersten 4 Jahren so voller Früchte war, schwärmen total von ihren Pfirsichen, haben dann oftmals trotzdem nur ganz kleine Pfirsiche geerntet und der Baum verkahlt. Wenn er nur Blütenknospen hat und kein neues Triebwachstum entsteht, dann werden die Bäume hier immer weiter kahl und treiben nur mehr außen aus. Das ist so ein klassischer Fall von einem Pfirsichbaum, der entweder nur ganz wenig oder so gut wie gar nicht oder gar nicht geschnitten wird. Auch Krankheiten können dieses Bild hervorrufen, wie zum Beispiel ein sehr starker Kräuselkrankheitsbefall. Der andere Fall, wenn ein Pfirsichbaum kräftig wächst oder zu kräftig wächst, ist, dass er vorzeitige Triebe bildet. Hier ist dieser ganze Trieb einjährig und die ganzen Seitenäste, die wir hier haben, das sind vorzeitige Triebe, die sich
im gleichen Jahr wie hier dieser lange Trieb gebildet haben. Und hier auf diesen vorzeitigen Trieben, auf diesen meist doch sehr schlanken Federn, wie ich sie gerne nenne, hat man dann auch eine schlechte Knospenqualität, hat man oft nur sehr wenig Blütenknospen. Und diese Seitentriebe, die sind auch nicht für einen guten Baumaufbau geeignet. Auf diese würde ich nur dann schneiden, wenn ich sonst ein Loch im Baum hätte, wenn ich den Ast komplett herausnehmen würde. Wenn möglich, würde ich nicht mit diesen vorzeitigen Trieben arbeiten und solche zu stark gewachsenen Äste herausschneiden, sondern dieses einjährige Holz mit Drillingsknospen, das ist wirklich unser Ziel beim Pfirsichbaum. Dann haben wir immer Früchte, aber auch Wachstum und genauso hätten wir es gerne. Wir sind jetzt wieder eins weiter gewandert zu der nächsten Obstart. Jetzt stehen wir vor Süßkirschen. Bei Süßkirschen verhält es sich mit den Knospen wieder etwas anders als bei der Zwetschge oder den Pfirsichen. Bei den Süßkirschen ist es nämlich so, dass besonders auffällig sich hier am zweijährigen Holz diese sogenannten Bouquettriebe bilden. Und Achtung, hier spricht man bei Bouquettrieben jetzt nicht von Trieben im Sinne von Holzwachstum, sondern man spricht hier von diesen Knospenbüscheln, später dann vielleicht auch Blütenbüscheln. Hier drin auf diesen Bouquettrieben hat man vor allem Blütenknospen, aber meist auch Holzknospen mit dabei und die bilden sich wie gesagt immer am zweijährigen Holz. Sie sind hier also sehr fruchtbar, aber dadurch, dass man sehr viele Blütenknospen beisammen hat, können sich hier auch sehr viele Kirschen auf engem Raum bilden und diese sind dann nicht ganz so groß, wie sie beispielsweise am einjährigen Holz werden können. Am einjährigen Holz sind die Internodien nämlich hier wieder normal groß, so wie wir es von anderen Obstarten kennen. Das heißt, wir haben hier Abstände zwischen den einzelnen Knospen. Und bei Kirschen gibt es jetzt auch noch die Besonderheit, dass am einjährigen Holz vor allem an der Basis sich oft nur Blütenknospen befinden. Deswegen haben wir ja gerne bei der Kirsche die Empfehlung, wenn man sowohl Früchte haben möchte, als auch Wachstum erhalten will, dann darf man die einjährigen Triebe nicht kürzer wie Scherenlänge schneiden. Man muss sie höher nehmen, damit man nicht nur auf Blütenknospen an der Basis schneidet, sondern auch hier weiter oben Holzknospen mit dabei hat, die dann für neues Triebwachstum sorgen. Bei den Süßkirschen haben wir jetzt auch noch einen großen Unterschied bei den Blütenknospen im Vergleich zu Pfirsich oder Zwetschge. Und zwar können sich, ähnlich wie bei Äpfel oder Birnen, auch bei Süßkirschen mehrere Blüten und dann auch mehrere Kirschen aus einer Blütenknospe bilden. Allerdings nicht wie beim Apfel oder bei der Birne 5 bis 7, sondern im Regelfall bekommt man aus einer Blütenknospe 2 Blüten und auch Kirschen. Bei Zwetschgen oder Pfirsichen, da hat man immer eine Frucht aus einer Blütenknospe. Das ist auch der Grund, warum man sich bei Kirschen oftmals die Früchte ums Ohr hängen kann, weil 2 Stiele beisammen sind, zusammenhängen, weil sie aus einer Knospe entstanden sind. Pfirsiche, die hat noch niemals wer ums Ohr gehabt. Den krönenden Abschluss des heutigen Videos, den machen wir jetzt bei den Marillen. Achtung! Marillen und nicht Mirabellen. Denn Mirabellen wären so zu sehen wie Zwetschgen. Marillen, die werden ja in Deutschland Aprikosen genannt. Das wird leider oftmals verwechselt oder in einen Topf geworfen. Bei den alten Marillensorten, da verhält es sich jetzt mit den Blütenknospen so wie auch bei alten Zwetschgensorten, dass man am einjährigen Kurztrieb seitlich viele Blütenknospen hat, dass sich diese gut mit Blütenknospen garnieren. Am einjährigen Langtrieb hat man oft nur wenige Blütenknospen und hier oben schon wieder Holzknospen. Bei den modernen Marillensorten, bei den sehr fruchtbaren Sorten, ist es oftmals so wie bei Pfirsichen, dass man Knospendrillinge hat, manchmal mit 2 Blütenknospen außen, einer Holzknospe in der Mitte, teilweise aber auch mit 3 Blütenknospen. Und bei der Selektion neuer Marillensorten ist man teilweise so übers Ziel drüber hinausgeschossen, dass man jetzt schon Sorten entwickelt hat, die zum Teil 5 Knospen hier an einem Knoten haben und teilweise bis zu 5 Blütenknospen. Das ist dann eigentlich nicht mehr sinnvoll, wo man fast hoffen muss, dass ein Teil der Blütenknospen erfriert, denn
hier haben wir ganz viele dieser Nodien und jedes dieser Nodien, dieser Knoten hier, hat mehrere Knospen und auch mehrere Blütenknospen. Und alleine auf diesem kleinen Bündel hier könnten 4 Marillen entstehen. Das ist nicht das Ziel. Es leuchtet jedem ein, dass hier nicht 4 Marillen Platz haben. Deswegen muss man moderne Marillensorten kräftig ausdünnen, wenn kein Spätfrost kommt. Man hat aber auch eine wirkliche Ertragsversicherung, wenn Spätfröste kommen, denn es können zum Teil 90% der Blüten erfrieren bei modernen Sorten und man hat immer noch einen akzeptablen Ertrag. Das waren jetzt die Kern- und Steinobstarten in Österreich und Deutschland. Es gibt natürlich noch eine ganze Reihe mehr an Obstarten, das ganze Wildobst. Es gibt alternative Obstarten wie zum Beispiel Indianerbananen, Kaki. Wir könnten die Quitten, Speierlinge, Elsbeeren und noch alles machen. Das würde den Rahmen dieses Videos jetzt aber eindeutig sprengen. Wenn euch solche Obstarten auch interessieren, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch schöne Grüße aus der Wein- und Marillenstadt Boisdorf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.